Vor allem unsere engsten Beziehungen und unsere romantischen Beziehungen zeigen uns immer sehr akkurat auf, wo wir noch eine Ego-Illusion pflegen. Hallo, ich bin Peri Soilu und du bist hier beim Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Ich freue mich, dass wir hier wieder zusammenfinden nach einer 2-wöchigen Pause. Ich hoffe wirklich, dass du diese Pause friedlich verbracht hast und dass es dir gut geht. Heute starten wir wieder durch mit einer neuen Folge und wir gehen wieder in die Tiefe mit unserem guten Freund Ein Kurs im Wundern, um dieses Leben aus einer höheren Perspektive betrachten zu können, aus einer geistigen Perspektive, dieser menschlichen Ebene eine weitere Dimension hinzuzufügen und damit viel mehr Sinn aus dieser menschlichen Erfahrung machen zu können. Und heute schauen wir auf das Thema Beziehung. Das habe ich uns heute mitgebracht. Wie schaut das Ego auf Beziehung? Wozu nutzt es Beziehung insgesamt? Und was lehrt uns Ein Kurs in Wundern und andere weise Quellen über das Thema Beziehung? Wozu sind Beziehungen da? Das Ego geht dorthin, weil es ja sehr selbstsüchtig ist und nur auf sich selbst fixiert, dass die Beziehungen, die es pflegt, irgendwie ihm dienlich sind. Beziehungen sind dafür da, dass es sich bestätigt fühlt, gerettet fühlt, gewertschätzt fühlt. Und Ein Kurs im Wundern sagt etwas ganz anderes über Beziehungen. Unsere Beziehungen sind in allererster Linie dafür da, damit wir lernen. Was sollen wir lernen? Wir sollen verstehen, welche Illusionen wir noch ablegen können, damit wir die Wahrheit, die wir sind, wieder zulassen können. Das heißt, unsere Beziehungen dienen in allererster Linie dazu, dass wir etwas über uns lernen, nämlich wo wir noch zu vergeben haben. Das sagt das Ego natürlich nicht. Das Ego sagt, du bist einsam, dir geht's nicht gut, du fühlst dich irgendwie down, kein Problem. Ich weiß, wie wir das lösen. Wir suchen diese eine besondere Person, die all deine Probleme lösen wird. Dorthin geht das Ego, vor allem mit den romantischen Beziehungen, projiziert es sonstige Aufgaben auf sein Gegenüber und dann, wenn die andere Person sie nicht so lieben kann, wie das Ego es gerne hätte oder wie dein Ego es gerne hätte, wie mein Ego es gerne hätte oder wie jedes Ego es gerne hätte, dann ist die Enttäuschung schnell da. Und das Ego wird dann den Fehler bei der anderen Person suchen. Du kannst mich nicht so lieben, wie ich es gern hätte. Nicht, weil ich irgendwie eine Blockade habe, sondern weil du nicht in der Lage bist, wirkliche Intimität zuzulassen. Dorthin geht ja das Ego sehr gerne. Die andere Person ist das Problem, wenn die Beziehung nicht klappt. Und dann ist die Versuchung groß für das Ego, diese Beziehung fallen zu lassen und zum nächsten zu gehen, wo die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass man dasselbe erlebt, weil die Aufgabe bleibt dieselbe. Wir dürfen lernen, wo wir noch zu vergeben haben und nicht dem anderen auftragen, uns zu erlösen, weil das wird nicht klappen, das ist hoffnungslos. Während das Ego natürlich total Trübsal blasen wird, wenn es merkt, okay, auch diese andere Person, der ich aufgetragen hatte, mich zu erlösen, wird mich nicht erlösen, kann mich nicht erlösen, ist gescheitert und somit bin ich enttäuscht, sagt Ein Kurs in Wundern und andere weise Quellen wie die Kabbala oder die Genschlüssel, dass dort wirklich unser Glück liegt. Dort ist die Arbeit zu tun, dort können wir lernen, wo wir nicht tolerant sind, sondern urteilend. Dort können wir lernen, was zu vergeben ist und wo wir uns von den Illusionen des Ego befreien können. Dafür dienen unsere Beziehungen. Vor allem unsere engsten Beziehungen und unsere romantischen Beziehungen zeigen uns immer sehr akkurat auf, wo wir noch eine Ego-Illusion pflegen. Also im Grunde genommen, wenn du jetzt auf dein Leben schaust und auf deine Ex-Freundinnen und Ex-Freunde, auf deine Ex-Partnerinnen und Ex-Partner, darfst du auf einer höheren Ebene dankbar für sie sein, dass sie dir nur aufzeigen wollten, wo du dich selbst noch im Ego-Denksystem gefangen hältst. Es gibt fast nichts, was uns so akkurat und so schmerzhaft auch manchmal aufzeigt, wo wir noch im Ego-Denksystem festhängen, wie unsere romantischen Beziehungen. Und dafür sind sie da, zum Lernen. Was für eine Illusion pflege ich hier noch, damit das, was sich hier ausspielt, gerade ausspielen kann. Und wenn ich das in mir verschiebe, dann verschiebt sich auch oft mein Außen. Und wenn es dann so endet, dass du sagst, ich möchte diese Beziehung beenden, aber aus einem sehr reflektierten und friedlichen
Zustand heraus, dann glaube ich auch nicht, dass du bestimmte Sachen wiederholen musst. Aber wenn dich das Ego im Griff hat und dir sagt, okay, wenn es zum Beispiel um das Thema ich bin nicht liebenswert geht und du denkst, dass eine andere Person das für dich lösen kann in einer Beziehung und du merkst, okay, dein Partner oder deine Partnerin hat es auch nicht geschafft, dich zu lieben. Und wenn wir dann denken, aber auch sie hat es nicht geschafft, mich zu lieben, dann muss ich einen neuen Partner oder eine neue Partnerin finden und die wird mich dann lieben, wie ich es brauche und wie es mich erlösen wird dir höchstwahrscheinlich dasselbe passieren in einer neuen Beziehung, weil die Aufgabe bleibt dieselbe. Du hast zu lösen in dir, warum du die Illusion ich bin nicht liebenswert pflegst. Nicht deine andere Person, du hast es zu lösen. Das Ego betreibt sowas wie Outsourcing. Es gibt immer alle Aufgaben, die wir eigentlich zu lösen haben, in die Außenwelt ab. Und dann ist es ziemlich schnell, ziemlich doll enttäuscht, dass die Außenwelt diese Aufgaben nicht für dich lösen kann. Warum? Weil der wahre Zweck jeder deiner Beziehungen, die engsten und auch die losen, darin liegt zu erkennen, wo du dir selbst noch im Weg stehst, wo du dir selbst Illusionen als deine Wahrheit verkaufst. Also dienen Beziehungen in erster Linie gar nicht dazu, um etwas zu bekommen, weil so tickt das Ego. Das Ego hat immer eine Agenda, etwas zu bekommen, sondern etwas zu geben, etwas zu heilen, etwas zu vergeben. Wir schauen mal jetzt ganz kurz auf einen Kurs in Wundern und was wir über Beziehungen durch einen Kurs in Wundern lernen. Der Kurs nennt die Beziehungen, die aus dem Ego herausgeführt werden, entweder unheilige Beziehungen oder sogar wahnsinnige Beziehungen. Dann wissen wir ja, was Programm ist in solchen Beziehungen, weil jeder hat seine Agenda, jeder möchte etwas für sich und dann wird das zu einem Machtkampf. Jeder denkt ja auch Recht zu haben und auf einmal wird dein Beziehungspartner oder deine Beziehungspartnerin, wo ihr erstmal im 7. Himmel wart und auf einmal kippt es, weil das ist normalerweise, was passiert. Erstmal ist alles toll und ab irgendeinem Moment kippt es und dann kommen die Projektionen. Dann beschuldigen wir die andere Person, weil sie nicht aufmerksam genug ist, weil sie uns nicht genug liebt, weil sie nicht genug Zeit für uns hat, weil sie uns enttäuscht. All mögliche Dinge projizieren wir auf die andere Person. Wir sind dann so unglaublich intolerant. Wo wir erstmal so ganz tolerant und voller Liebe begonnen haben, kippt es irgendwann und dann rutschen wir ab in diese Intoleranz. Und da ist der Moment, wo wir anfangen können, wenn wir wachsam sind und nicht mehr dem Ego folgen, zu hinterfragen, was gibt es hier für mich zu lernen. Alles hat eine Bewandtnis. Dieser Mensch, der mich jetzt aufregt, hat eine Bewandtnis in meinem Leben. Ich kann jetzt lernen, wenn ich höher wähle, wenn ich diese Beziehung dem Heiligen Geist überbringe, was wahrscheinlich schon geschehen ist in dem Moment, wo es kippt, weil dann sehen wir, wo wir noch Heilung brauchen. Und wenn wir dann die Beziehung dem Heiligen Geist übergeben, dann zeigt er uns auf, was sich auf menschlicher Ebene in der Beziehung natürlich nicht so schön anfühlt, wo wir noch Arbeit zu tun haben. Wo wir noch eine Illusion zu heilen haben. Und falls du jetzt merkst, oh nein, ich führe meine Beziehung meistens noch aus dem Ego heraus, ist das kein Grund zu Panik. Du hast doch immer, in jedem Augenblick die Möglichkeit, deine Beziehung dem Heiligen Geist zu übergeben, damit er dir aufzeigt, was du zu lernen hast und wo du noch tiefer in dir schauen kannst, mit dir sitzen kannst, was du zu klären hast, was dir diese Interaktion aufzeigt. In unseren unheiligen oder Ego-Beziehungen gibt es immer einen Moment, wie ich eben gerade schon angedeutet habe, wo das Ego aufgeben will, wo es das Handtuch schmeißen will und sagen will, okay, das klappt hier nicht. Ich bekomme nicht die Liebe, die ich gern hätte. Es geht immer ums Bekommen, Bekommen, Bekommen. Nicht ums Geben, sondern ums Bekommen. Und nicht ums Verständnis zeigen, sondern intolerant sein. Und dann macht es diesen Cut und sagt, okay, ich suche mir den nächsten oder ich suche mir die nächste, weil das hier klappt nicht. Und dann, wie gesagt, wiederholen wir den Zyklus, bis wir unsere wahre Aufgabe verstanden haben. Wir wissen, dass der Kurs sagt, das Ego und seine Beziehungen sind unheilige Beziehungen. Aber es gibt ja eine andere Art, Beziehung zu leben und die nennt ein Kurs im Wundern heilige Beziehung. Wenn wir nämlich unsere Beziehung dem Heiligen Geist überbringen, damit er sie heilt, damit er die Illusionen, die noch zwischen uns stehen, die uns daran hindern, die wahre Einheit zu leben, transformiert, sie in Liebe übersetzt, leben wir eine heilige Beziehung. Wir sind uns bewusst darüber, was die wahre Funktion unserer Beziehung ist und wir sehen unser Gegenüber als einen Bruder,
der uns dabei hilft, die Wahrheit wiederzuerkennen. In unseren Beziehungen, in dieser Verbindung wird klar, was wir mit dem Heiligen Geist noch angehen dürfen. Und so können wir heilige oder geheilte Beziehungen leben, weil wir uns nicht mehr darüber betrügen, was der wahre Sinn und Zweck einer Beziehung ist. Ich glaube, wir müssen schon dort ansetzen, dass wir uns hinterfragen, was habe ich gedacht, wozu meine Beziehungen eigentlich da sind. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wie hast du deine Beziehungen betrachtet? Waren das Orte und Menschen, wo du versucht hast, etwas zu bekommen, was du dir selbst nicht geben konntest? Auch wenn es nur noch ein kleiner Anteil in dir ist, der denkt, dass die andere Person für dein Glück zuständig ist, dafür musst du Verantwortung tragen. Weil wenn du eine Aufgabe, die bei dir liegt, auf einen anderen Menschen überträgst, kannst du nur weinen, wenn auch dieser Götze fällt, weil damit wirst du dich nicht erlösen können. Die Erlösung liegt bei dir. Du hast die Macht, dich zu erlösen. Stell dir vor, wenn das Ego recht hätte und unsere Erlösung bei einem anderen Menschen liegen würde, wie machtlos wir wären. Aber ein Kurs in Wundern sagt uns ja, wir sind machtvoll. Die Macht, uns selbst zu erlösen, liegt bei uns. Wir müssen unsere kleinste Bereitschaft dafür aufbringen und die andere Seite, der Heilige Geist, unser innerer Lehrer, tut den Rest. Aber die Macht, auszusprechen, dass du erlöst sein willst, liegt bei dir. Und die Mittel werden dir gegeben. Stell dir vor, die würden bei einem anderen Menschen liegen. Wie unbarmherzig das wäre. Unsere Beziehungen zeigen uns also auf, wo wir uns noch zu sehr mit dem Menschsein verwechseln und zu wenig in unserer wahren Natur sind. Und wenn wir unsere Beziehungen so betrachten, dann wissen wir, dass sie in erster Linie unserem Lernen dienen und alles andere ist Bonus. Weil das Ego sagt ja, in erster Linie dient mir meine Beziehung dafür, dass ich mich geliebt und wertgeschätzt fühle, dass ich jemanden habe, mit dem ich zusammen bin, eine Besonderheit habe, die die ganze Welt nicht teilt, aber dafür dienen Beziehungen gar nicht. Das ist der Inbegriff einer unheiligen Beziehung. Natürlich sollst du dich in deiner Beziehung auch geliebt fühlen und gesehen und wertgeschätzt und sicher. Natürlich. Aber wenn du ohne dich selbst reflektiert zu haben, ohne auf Fels gebaut zu haben, ohne ein Fundament gebaut zu haben, wo du weißt, dass du bereits Liebe bist, wo du dich mit Gott verbunden hast, wo du deine wahre Natur anerkannt hast und dann sagst, ich möchte Liebe, Wertschätzung und Sicherheit in dieser Beziehung erfahren mit dieser Person, ohne dein Fundament gebaut zu haben, wirst du nur scheitern. Und das ist nur folgerichtig, weil dann hoffentlich fängst du an zu hinterfragen, was vielleicht hier verschoben werden darf. Weißt du, wenn du so dein Fundament gestärkt hast, dann bist du ja für dich vollkommen. Da musst du nicht aus einem Defizit oder aus einem Mangel, in der Hoffnung, dass eine andere Person diesen Mangel ausgleicht, dich auf eine andere Person einlassen, sondern dann kommst du in Vollkommenheit und in Frieden und in vollkommener Liebe zu einer anderen Person, die das dann spiegelt. Dann seid ihr beide vollkommen und ihr feiert dann eure Vollkommenheit und euer Einssein. Aber wenn einer im Mangel eine Beziehung sucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er auf jemanden stößt, der auch im Mangel ist. Und wenn Mangel auf Mangel trifft, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, die immer noch im Ego-Denksystem verhaftet sind, dann kann man hoffentlich auch zusammenkommen, um gemeinsam vielleicht zu heilen. Oder es gibt eine unheilige Beziehung. Denn ich wiederhole mich hier, kein anderer Mensch ist verantwortlich für dein Glück. Du bist es, indem du wieder anerkennst, wer du in Wahrheit bist, indem du den Heiligen Geist zu dir einlädst und sagst, hey Heiliger Geist, hilf mir, diese Illusion, diese Lieblosigkeit in Liebe zu übersetzen, damit ich mehr mein Licht lebe als die Dunkelheit und so ein Segen für meine Beziehung sein kann. Weißt du, das ist auch noch die Frage, die wir uns viel zu selten stellen in Beziehungen insgesamt. Wie bin ich ein Segen für meinen Partner oder meine Partnerin? Wie kann ich dafür sorgen, dass sich die andere Person geliebt und wertgeschätzt fühlt? Anstelle mal zu denken, wo bleibe ich, was ist mit meinen Bedürfnissen? Und ich meine das aus einer gesunden Perspektive heraus, ne? Es gibt natürlich auch noch eine ungesunde Perspektive, wenn man sich für einen anderen aufgibt. Das meine ich nicht. Aber wenn du mit dem Heiligen Geist auf deine Beziehung schaust und höher wählst, und diese Frage dir stellst, wie kann ich ein Segen für die Welt sein, wie kann ich ein Segen für meine Beziehung sein, wie kann ich ein Segen für meine Partnerin oder mein Partner sein, dann werden sich die Antworten zeigen. Und das andere, was wir manchmal viel zu selten tun, ist für unsere Beziehung zu beten.
sie an Gott abzugeben, sie dem Heiligen Geist zu geben, wie wir in einem Kurs in Wundern lernen, damit er sie heilt und damit daraus eine heilige Beziehung wird. Ich glaube, was uns unheilige Beziehungen immer wieder sehr machtvoll demonstrieren, ist, dass uns eine andere Person, auch wenn sie unser Beziehungspartner oder unsere Beziehungspartnerin ist, niemals das geben kann, was wir uns selbst verweigern. Wenn ich mir selbst Liebe verweigere, wenn ich mir selbst Wertschätzung verweigere, dann kann eine andere Person es mir nicht im Außen dazugeben. Es ist unmöglich, es ist auch folgerichtig. Sonst wären wir immer abhängig von einer anderen Person und nicht von unserer Beziehung zu Gott und unserem wahren Selbst. Das wäre fatal. Da sehen wir, wie wir die Macht, uns glücklich zu fühlen, uns vollständig zu fühlen, an eine andere Person abgeben. Wir haben ein Autoritätsproblem, sagt ein Kurs im Wundern, weil eine andere Person das in deinem Leben ist, was eigentlich Gott in deinem Leben sein soll und natürlicherweise auch ist. Ich möchte zum Abschluss dieser Folge noch einmal kurz auf die Kabbala schauen und auch auf die Genschlüssel, was sie uns über unsere Beziehungen, vor allem unsere romantischen Beziehungen, verraten. In der Kabbala und auch in den Gene Keys erfahren wir Ähnliches über den Zweck einer Beziehung. Die Kabbala sagt, dass unsere Seelenkorrektur, was die Kabbala Tikkun nennt, immer dann zutage kommt, wenn wir in die Interaktion mit anderen Menschen treten. Wir bemerken erst, wo etwas in uns Heilung bedarf in der Interaktion mit anderen Menschen. Also auch für die Kabbala sind das Lerneinrichtungen, unsere Beziehungen, wo wir sehen können, wo wir noch etwas zu korrigieren haben. Ein Kurs im Wundern nennt das Illusionen, die Kabbalisten nennen es Seelenkorrektur. Und nur in einer Beziehung kommt das zum Vorschein. Also können wir, wie gesagt, dankbar für unser Gegenüber sein, dass sie uns diese Korrektur aufzeigt. Das heißt natürlich nicht, das dürfen wir nicht vergessen, dass wir auf menschlicher Ebene mit unserem Ex-Freund oder Ex-Freundin noch einen Kaffee trinken müssen. Aber auf einer höheren Ebene können wir uns vielleicht nochmal mit der Seele verbinden und ihr sagen, hey, ich bin dir dankbar, dass du mir damals aufgezeigt hast, dass nicht du mein Problem bist, sondern meine Unfähigkeit, Liebe zuzulassen, mein Problem war. Und damit hat sich unsere ganze Beziehung eingefärbt. Und es konnte nicht anders laufen, weil ich war nicht fähig, die Liebe, die ich in Wahrheit bin, wirklich anzunehmen. Und unsere Beziehung hat das nur wiedergespiegelt. Und dafür bin ich dir dankbar. Da sind auch ganz viele Sachen passiert auf menschlicher Ebene. Die waren vielleicht uncool und ich brauche jetzt mit dir nicht mehr einen Kaffee trinken gehen. Aber auf einer höheren Ebene kann ich verstehen, warum wir verabredet waren. Also die Kabbalisten sagen, dass all unsere Probleme in Anführungsstrichen immer dann zutage kommen, wenn wir in einer Beziehung sind zu anderen Menschen, wie auch immer diese Beziehung aussieht. Es können sehr enge Beziehungen sein, es können losere Beziehungen sein, aber genau dort zeigen sich unsere vermeintlichen Probleme. Dort erkennen wir, was uns triggert, was nicht funktioniert, was Chaos in unserem Leben auslöst, nur in der Interaktion mit anderen Menschen. Also wir brauchen die anderen, um zu verstehen, was zu korrigieren ist. Die Gene Keys widmen tatsächlich eine ganze Sequenz dem Thema unserer Beziehungen. Es ist die Venus-Sequenz und dort lernen wir ganz viel darüber, welche Schattenfrequenzen uns regieren und wie wir sie in eine höhere Frequenz transformieren können. Also auch hier bei den Gene Keys, also bei den Genschlüsseln, wird uns aufgezeigt, dass unsere Beziehungen vor allem dafür dienen, um uns aufzuzeigen, wo wir noch festhängen in unserem Ego-Denken. Die Genschlüssel formulieren es sogar so: Jede Beziehung gibt uns die Möglichkeit, noch tiefer, wenn wir denn eine höhere Ebene dazu holen, durch die Kontemplation, noch tiefer mit unserer Bestimmung in Verbindung zu kommen. Und unsere Bestimmung ist jetzt nicht etwas, was wir tun, sondern eine Qualität unseres Seins. Und das Schöne an den Genschlüsseln ist, dass du in deinem Profil, was du dir auf www.genekeys.com unter kostenloses Profil abrufen kannst, sehen kannst, wie die Qualität deines Seins eingefärbt ist in der Sphäre der Bestimmung. Die ist ganz unten in deinem Profil. Da kannst du sehen, in der Gabenfrequenz, weil jeder Genschlüssel hat ja 3 Frequenzen, die Schattenfrequenz, das ist die Ego-Angstfrequenz, die Gabenfrequenz, das ist deine Herzensfrequenz und die göttliche Frequenz, die Siddhi-Frequenz. Und in dieser Gabenfrequenz vom Genschlüssel, der in deiner Bestimmung steckt, kannst du viel darüber erfahren, was eigentlich die übergeordnete Aufgabe ist, wohin du eigentlich finden darfst in deinen Beziehungen. Da gibt es 64 verschiedene Möglichkeiten. Du kannst ja mal schauen, wenn du neugierig bist, was
sozusagen die Qualität deines Seins in deinen Beziehungen ist und wohin dich eigentlich diese Triggermomente immer wieder führen sollen. Nicht in dein Ego, sondern wenn du mit deinem Herzen drauf schaust, dann hast du eine bestimmte Qualität, die du dann mitbringen kannst in deine Beziehung, die diese Beziehung dann transformieren. Weil wenn du dich innerlich transformierst, dann wirst du das im Außen wiedergespiegelt sehen. Alle 3 Quellen, die ich zu Beziehungen befragt habe, die Gene Keys, ein Kurs im Wundern und die Kabbala sagen, unsere Beziehungen sind zum Lernen da, in allererster Linie. Alles andere ist ein Bonus. Und wenn wir unsere Beziehung so betrachten, vielleicht können wir andere Menschen vom Haken lassen. Können wir Dinge, die wir auf sie übertragen haben, wieder zu uns zurückholen und so sie freilassen und uns freilassen und somit gen geheilte Beziehung gehen und nicht mehr in so einem Machtkampf sein. Weil wenn wir mit dem Ego Beziehung führen, sind wir immer in einem Machtkampf. Jeder möchte Recht haben. Jeder möchte sagen, dass der andere das Problem in der Beziehung ist und warum die Beziehung nicht klappt, liegt immer bei dem anderen. Oder wir gehen dorthin mit dem Ego, dass wir uns selbst schuldig sprechen. Aber auch das löst nicht eine unheilige Beziehung. Eine unheilige Beziehung wird dadurch gelöst, dass du den Heiligen Geist dazu bittest, damit er euch beiden, aber vor allem dir, weil du ihn dazu rufst, aufzeigt, wo du noch zu vergeben hast. Ich glaube, wie wir die Beziehung zu unseren liebsten Menschen auch immer wieder transformieren können, ist, indem wir uns hinterfragen, was gibt es hier eigentlich für mich zu lernen. Bevor ich hier projiziere, lass mich innehalten. Lass mich eine Pause machen und mich hinterfragen, was gibt es hier für mich zu lernen, weil ein Kurs im Wundern lehrt mich, dass ich vor allem durch meine Beziehungen lernen kann, wo ich noch im Ego-Denksystem festhänge. Und vor allem mehr ins Geben zu gehen, ins gesunde Geben, anstelle zu nehmen, Gebete geben, Segen geben, sich hinterfragen, was kann ich tun, um meiner Beziehung dienlich zu sein. Weil im Grunde genommen müssen wir uns hinterfragen, wollen wir wirklich eine bewusste Beziehung führen oder ein Beziehungswahnsinn mit dem Ego? Das ist immer die Auswahl, die wir haben. Ich glaube, das war's für heute. Ich hoffe, du kannst das ein oder andere für dich Nützliche mit aus dieser Folge nehmen und freue mich natürlich auch immer, wenn du mit mir teilst, was deine Gedanken zum Thema Beziehungen ist. Was weißt du über einen Kurs im Wundern und Beziehungen? Wie hat sich ein Kurs im Wundern auf deine Beziehung ausgewirkt? Und hast du durch einen Kurs im Wundern irgendwelche großen Aha-Momente mit deinen Beziehungen erlebt? Ich bin gespannt, was du zu berichten hast. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz wundervolle Zeit und wir sprechen uns ganz bald wieder. Deine Peri.